Hallo. Vor mir habe ich die GARMIN Tactix 7 und die GARMIN Quartix 7 und in diesem Video werden wir die maritimen Funktionen vergleichen. Okay. Grundsätzlich ist die Quartix 7 für Segler und diese Art von oder für Angler konzipiert. Wir haben also eine Menge maritimer Funktionen auf unserer Quartix, während sie auf der Tactix ziemlich begrenzt sind. Wenn es um die GARMIN Kartenplotter-Integration geht, wird diese auf der Quartix vollständig unterstützt, während sie auf der Tactix 7 ziemlich begrenzt ist. Es ist grundlegend, würde ich sagen. Auf der Quartix haben wir die Autopilot-Fernbedienung, die Fusion-Audio-Steuerung, das Boot-Datenstreaming, den Anker-Drift-Alarm, Gezeitenwarnungen, Segelrennprofile, Angelaktivitätsprofile. Wenn es nun um das Segelrennen geht, haben wir das auch auf der Tactix, aber wir haben nur grundlegende Sportarten. Und wenn es um die Angelaktivität geht, ist es auf der Tactix nur allgemeiner Outdoor-Sport, während es auf der Quartix vollständig unterstützt wird. Wir haben die Blue Chart Seekarten vollständig auf der Quartix unterstützt, aber wir haben kein dediziertes Marine-Paket für die Tactix. Wir haben die Wind- und Tiefendaten des Motors direkt am Handgelenk auf unserer Quartix. Auf der Tactix wird dies nicht unterstützt. Wir haben das MFD, was für Multifunktionsdisplay steht. Es wird auch auf der Quartix unterstützt. Wir haben auch die Marine UI Widgets. Sie sind auf der Quartix umfangreich, während sie auf der Tactix ziemlich minimal sind. Im Grunde ist die gesamte Quartix für Bootsfahrer, Segler und Angler konzipiert, während die Tactix 7 für Militärangehörige, Luftfahrtpersonal und für den taktischen Einsatz gebaut ist. Wenn es also um die Marine-Funktionen geht, haben wir eine Menge davon auf der Quartix, während sie auf der Tactix wirklich begrenzt sind. Wenn Sie also Segler, Bootsfahrer oder Angler sind, würde ich Ihnen die Quartix wärmstens empfehlen, da sie diese Funktionen voll unterstützt, während wir sie auf der Tactix einfach nicht haben und sie ist viel besser. Zum Beispiel haben wir diese Anker-Drift-Alarme. Es funktioniert so, dass es uns warnt, wenn unser Anker aus einer definierten Zone driftet. Das ist nützlich, zum Beispiel beim Ankern über Nacht, bei schlechtem Wetter, in überfüllten Yachthäfen oder wenn man an Bord schläft. Wir haben diese Gezeitenwarnungen und die Marinedaten. Die Quartix bietet zusätzlich Gezeiteninformationen, Marinewarnungen, auf das Bootfahren ausgerichtete Umweltdaten und ist gut geeignet für das Ablegen, Ankern etc. Wir haben die Fusion-Auto-Integration, das bedeutet Lautstärkeregelung für Zonen, Unterhaltung an Bord und das alles von der Uhr aus. Wir haben auch die speziellen Profile wie, eigentlich nicht die Profile, sondern die Aktivitäten wie Segeln, Regattasegeln, Angeln, Surfen und Kajakfahren auf der Quartix. Das haben wir auf dem größeren Bruder nicht. Es ist auf der Quartix verfügbar, nicht auf der Tactix. Wie ich gerade sagte, ist die Tactix für Militärangehörige gebaut, diese Art von Hardcore-Nutzern, die Piloten. Aber wenn es um Segler geht, die Angler, ist die Quartix definitiv eine viel bessere Wahl und sie ist viel günstiger als die Tactix. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abo da.